Wenn Sie zwischen 65 und 80 Jahre alt sind und immer noch diese 8 scheinbar einfachen Dinge tun können, dann gehören Sie zu einer seltenen Gruppe. Nicht nur, weil Sie gut altern, sondern weil Sie etwas besitzen, das vielen fehlt. Echte Lebensqualität und die Aussicht auf ein sehr langes Leben. Langlebigkeit ist nicht nur eine Frage der Gene oder des Glücks. Es geht um die kleinen Dinge, die wir jeden Tag tun, oft ohne ihre Bedeutung zu erkennen. Viele glauben, das Alter bringe unweigerlich Schwäche, Verlust, geistigen Rückzug. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn es gibt Menschen, die auch jenseits der 70 beweglich bleiben, klar denken, mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Sie altern nicht nur, sie gestalten ihr Alter aktiv. Und sie leben nicht nur länger, sondern besser. In diesem Video werden wir 8 Zeichen durchgehen, die darauf hindeuten, dass Ihr Körper und Ihr Geist noch auf erstaunlichem Niveau funktionieren. Wenn Sie sich in einigen davon wiedererkennen, ist das ein starkes Zeichen. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, denn das letzte Zeichen ist etwas, worüber kaum jemand spricht. Und doch entscheidet es oft, wie lange und wie gut wir leben. Sie können ohne Hilfe aus dem Stuhl aufstehen. Eines der deutlichsten Zeichen körperlicher Gesundheit im Alter ist erstaunlich schlicht. Können Sie aus einem Stuhl aufstehen, ohne sich mit den Händen abzustützen? Wenn Sie das mit Leichtigkeit tun, ohne zu wackeln, ohne sich nach vorne zu lehnen, dann zeigt das, dass Ihre Beine noch stark sind, dass Ihr Gleichgewicht funktioniert und dass Ihr Körper Ihnen noch die Unabhängigkeit schenkt, die so viele mit der Zeit verlieren. Mit dem Alter nimmt die Muskelkraft ab. Das ist natürlich. Aber wie schnell das geschieht, das hängt davon ab, wie wir unseren Körper nutzen. Wer regelmäßig aufsteht, ohne sich abzustützen, zeigt nicht nur körperliche Stärke, sondern auch Kontrolle, Stabilität, Selbstständigkeit. Denken Sie an den letzten Morgen. Sind Sie einfach aufgestanden? Oder haben Sie sich mit den Armen abgestützt? Vielleicht nach vorne geneigt, um Schwung zu holen? Kleine Gewohnheiten erzählen viel. Heinz, 77, war sein Leben lang aktiv. Doch eines Tages merkte er, dass er aus seinem Lieblingssessel nur noch mit Mühe hochkam. Seine Hände mussten helfen. Zuerst dachte er, das sei eben das Alter. Doch sein Arzt erklärte ihm, die Kraft der Beine ist einer der wichtigsten Faktoren, um Stürze zu vermeiden. Heinz begann mit einfachen Übungen. Und nach ein paar Wochen stand er wieder mühelos auf. Mehr noch, er fühlte sich sicherer, beweglicher, selbstbewusster. Warum ist das so wichtig? Weil schwache Beine das Sturzrisiko erhöhen. Und Stürze sind eine der häufigsten Ursachen für Verletzungen im Alter. Oft mit langfristigen Folgen. Wenn Sie also immer noch ohne Hilfe aufstehen können, heißt das, Ihre Muskulatur trägt Sie. Ihr Gleichgewicht funktioniert. Ihr Körper arbeitet mit Ihnen, nicht gegen Sie. Und wenn Sie merken, dass Sie Unterstützung brauchen, kein Grund zur Sorge. Kraft lässt sich in jedem Alter wieder aufbauen. Schon kleine Übungen wie langsame Kniebeugen, Fersenhebungen oder Beinlifts im Sitzen bringen viel, wenn man sie regelmäßig macht. Achten Sie also beim nächsten Aufstehen darauf, wie Sie es tun. Wenn es mühelos geht, ist das kein Zufall. Es ist ein stilles, aber starkes Zeichen für ein gesundes, stabiles Leben. Sie können zügig gehen, ohne außer Atem zu geraten. Eines der kraftvollsten Zeichen für ein gesundes Altern ist nicht, wie weit Sie gehen können, sondern wie schnell. Wenn Sie zwischen 65 und 80 Jahre alt sind und immer noch zügig gehen können, ohne nach Luft zu schnappen, gehören Sie zu einer seltenen Gruppe. Die Gehgeschwindigkeit ist direkt mit der Lebenserwartung verbunden. Studien zeigen, wer im Alter einen schnellen, stabilen Schritt beibehält, lebt oft nicht nur länger, sondern aktiver, klarer, freier. Denn das Gehen sagt viel mehr aus, als man denkt. Es zeigt, wie gut Ihr Herz Blut pumpt, wie effektiv Ihre Lunge Sauerstoff liefert, wie stark Ihre Muskulatur noch mitarbeitet. Ein zügiger Schritt ist ein Spiegel des ganzen Organismus. Gehen Sie mit Ziel oder ertappen Sie sich dabei, dass Sie langsamer werden? Brauchen Sie häufiger Pausen? Bleiben Sie vielleicht stehen, weil Ihre Atmung nicht mehr mitkommt? Viele bemerken die Veränderung nicht sofort. Sie geschieht leise, über Jahre hinweg. So war es auch bei Friedrich, 74.
Früher war er oft stundenlang unterwegs. Doch irgendwann merkte er, seine Spaziergänge dauerten länger. Nicht, weil er mehr genießen wollte, sondern weil sein Atem schneller ging. Die Treppe wurde zur Hürde. Friedrich entschloss sich, darauf zu achten. Er begann, sich kleine Ziele zu setzen. Jeden Tag ein paar Minuten zügiger gehen, bewusster atmen, die Haltung halten. Nach einigen Wochen spürte er die Veränderung. Er ging wieder mit Leichtigkeit und mit Stolz. Gehen ist mehr als Fortbewegung. Es ist eine Aussage über ihre Gesundheit. Ein kräftiger Schritt bedeutet, ihr Herz ist stark, ihre Lunge arbeitet effizient, ihre Muskeln tragen sie. Und auch ihr Geist profitiert, denn Bewegung schützt das Gedächtnis und hält den Kopf klar. Machen Sie den Test, gehen Sie 10 Meter in normalem Tempo und dann so, als müssten Sie noch den Aufzug erreichen, bevor sich die Tür schließt. Wenn Sie das schaffen, ohne außer Atem zu kommen, ist das ein starkes Zeichen. Und falls nicht, keine Sorge. Jeder kann wieder aufbauen, was verloren ging. Regelmäßiges Gehen, bewusstes Atmen, gute Haltung. All das stärkt nicht nur den Körper, sondern schenkt auch das Gefühl. Ich kann noch, ich bin noch unterwegs. Ein zügiger Schritt sagt leise, aber klar, ich bin lebendig. Sie können mindestens 10 Sekunden auf einem Bein stehen. Gleichgewicht ist etwas, worüber die meisten erst nachdenken, wenn es plötzlich fehlt. Doch die Fähigkeit, für ein paar Sekunden ruhig auf einem Bein zu stehen, sagt mehr über ihren Gesundheitszustand aus als viele Tests im Labor. Wenn Sie zwischen 65 und 80 Jahre alt sind und noch in der Lage sind, 10 Sekunden lang auf einem Bein zu stehen, ohne zu wackeln, ohne sich festzuhalten, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Ihr Körper, Ihr Nervensystem, Ihre Muskulatur und Ihre Koordination noch harmonisch zusammenspielen. Denn gutes Gleichgewicht ist weit mehr als ein Schutz vor Stürzen. Es ist ein Ausdruck innerer Ordnung, ein Hinweis darauf, dass Ihr Körper noch weiß, wo er im Raum ist, dass Ihre Sinne, Ihre Reaktion und Ihre Kraft noch zuverlässig miteinander arbeiten. Erinnern Sie sich an das letzte Mal, als Sie im Stehen eine Socke anziehen wollten? Ging es mühelos? Oder mussten Sie sich irgendwo abstützen? So beginnen viele es zu merken, nicht durch große Ereignisse, sondern durch kleine Unsicherheiten. Ein leichtes Schwanken, ein Stolpern beim Umdrehen, ein Zögern beim schnellen Schritt. Karl, 76, war es gewohnt, sich auf seinen Körper zu verlassen. Doch als er sich eines Morgens im Stehen anzog, verlor er fast das Gleichgewicht. Zuerst schob er es auf Müdigkeit. Doch als es häufiger vorkam, wurde ihm klar, sein Gleichgewicht ließ nach. Er begann, kleine Übungen in den Alltag zu integrieren. Fersenheben, langsames Verlagern des Körpergewichts. Ein paar Sekunden Stand auf einem Bein. Erst mit Unterstützung, dann frei. Nach wenigen Wochen stand er wieder sicher. Und mit jeder Bewegung kam das Vertrauen zurück. Gleichgewicht ist einer der besten Schutzfaktoren gegen Stürze. Und Stürze gehören zu den häufigsten Gründen für Krankenhausaufenthalte im Alter, oft mit schweren Folgen. Wer das Gleichgewicht verliert, verliert oft auch ein Stück Selbstständigkeit. Machen Sie den Test. Stellen Sie sich neben eine stabile Fläche. Heben Sie ein Bein leicht an. Wenn Sie 10 Sekunden stehen können, ohne sich festzuhalten, ist das hervorragend. Und wenn nicht, beginnen Sie genau hier. Gleichgewicht kann man trainieren, täglich, mit wenigen Minuten und mit großer Wirkung. Denn auf einem Bein zu stehen heißt, ich bin in meiner Mitte. Ich bin noch im Gleichgewicht, körperlich und im Leben. Sie können sich auf den Boden setzen und ohne Hilfe wieder aufstehen. Diese Fähigkeit verlieren viele mit den Jahren und merken es erst, wenn es zu spät ist. Nicht, weil sie schwierig wäre, sondern weil sie im Alltag kaum geübt wird. Wenn Sie sich heute noch sicher auf den Boden setzen und ohne Hilfe wieder aufrichten können, dann besitzen Sie etwas, das viele längst aufgegeben haben. Mobilität, Vertrauen in den eigenen Körper und ein Stück Unabhängigkeit, das sich nicht in Zahlen messen lässt. Diese Bewegung ist komplexer, als sie wirkt. Sie erfordert Kraft in den Beinen, Beweglichkeit in den Gelenken, Koordination zwischen Armen und Rumpf und das Vertrauen, dass der Körper den Übergang von unten nach oben schafft. Viele ältere Menschen vermeiden den Boden nicht, weil sie nicht wollen,
sondern weil sie unsicher sind, ob sie wieder hochkommen. Und je weniger man etwas tut, desto schneller verliert man die Fähigkeit dazu. Philipp, 78, liebte es, Zeit mit seinem Enkel zu verbringen. Eines Tages bat der Junge ihn, gemeinsam auf dem Teppich ein Brettspiel zu spielen. Philipp zögerte, nicht weil er keine Lust hatte, sondern weil er sich nicht sicher war, ob er wieder hochkommen würde. In diesem Moment wurde ihm bewusst, wie sehr er diese Bewegung vermieden hatte. Er begann seinen Körper wieder an den Boden zu gewöhnen. Langsame Kniebeugen, abstützen, aufrichten aus dem Hocken. Jeden Tag ein kleines Stück mehr. Nach ein paar Wochen setzte er sich wieder hin und stand auf, ohne Hilfe. Doch wichtiger als die Bewegung war das Gefühl, ich kann das noch. Die Fähigkeit, sich vom Boden zu erheben, ist einer der stärksten Indikatoren für langfristige Selbstständigkeit. Studien zeigen, wer sich schwer damit tut, zeigt oft auch Rückgang in Kraft, Gleichgewicht und allgemeiner Beweglichkeit. Wenn Sie es testen möchten, legen Sie sich eine Matte oder einen Teppich zurecht, stellen Sie einen Stuhl in die Nähe, nur für den Notfall, und versuchen Sie, sich langsam auf den Boden zu setzen und wieder aufzustehen, ohne sich festzuhalten. Wenn das gelingt, großartig. Wenn nicht, dann beginnen Sie genau hier. Beweglichkeit lässt sich zurückgewinnen. Denn diese Fähigkeit ist mehr als praktisch. Sie bedeutet, ich bin noch handlungsfähig. Ich kann aufstehen, wenn das Leben mich niederdrückt. Körperlich wie im übertragenen Sinn. Wenn Sie noch sicher auf den Boden kommen und wieder zurück, dann trägt Ihr Körper Sie noch zuverlässig durch dieses Leben. Sie können eine volle Einkaufstasche ohne Mühe tragen. Kraft zeigt sich nicht im Fitnessstudio, sondern im Alltag. Wenn Sie eine volle Einkaufstasche tragen können, ohne zu stöhnen, ohne die Tasche ständig wechseln zu müssen, ohne danach verspannt zu sein, dann ist das ein starkes Zeichen. Denn diese scheinbar banale Bewegung sagt viel über die Kraft Ihrer Arme, über die Stabilität Ihrer Schultern, über die Ausdauer Ihrer Muskulatur und über Ihre Fähigkeit, den Alltag selbstbestimmt zu bewältigen. Viele unterschätzen, wie wichtig Griffkraft ist. Doch sie ist einer der besten Indikatoren für ein langes, aktives Leben. Menschen mit kräftigem Händedruck und stabiler Oberkörpermuskulatur leben oft gesünder, sind seltener pflegebedürftig und bleiben länger unabhängig. Franz, 75, war immer stolz darauf, alles selbst zu machen. Doch an einem Tag, als er die Einkäufe aus dem Auto trug, merkte er plötzlich, die Tasche war nicht schwerer als sonst, aber seine Kraft hatte nachgelassen. Er hielt inne und entschied, das will ich nicht einfach hinnehmen. Er begann mit einfachen Übungen, leichte Hanteln, Wasserflaschen, Gummibälle zum Drücken. Ein paar Minuten täglich, nicht mehr. Nach einigen Wochen trug er die Taschen wieder mit Leichtigkeit. Und mehr noch, er spürte wieder Energie, stand aufrechter, fühlte sich sicher. Die gute Nachricht ist, Kraft lässt sich in jedem Alter zurückholen und man muss dafür keine Gewichte stemmen. Häufig reicht es, konsequent kleine Bewegungen in den Alltag einzubauen. Drücken, ziehen, tragen, halten. Denn Kraft bedeutet nicht nur, dass Sie etwas heben können. Sie bedeutet, dass Sie sich selbst durchs Leben tragen können, Tag für Tag. Wenn Sie also das nächste Mal Ihre Einkäufe nach Hause bringen, achten Sie auf Ihren Körper. Wenn er mitmacht, dann sagt er Ihnen still und deutlich, ich bin noch stark und ich bleibe bei dir. Sie können eine Treppe steigen, ohne anzuhalten, bis er bei einem Freund zu Besuch war und am Ende der Treppe stehen blieb, keuchend, erschöpft. Da wurde ihm klar, so soll es nicht weitergehen. Er nahm sich vor, die Treppe wieder zu seinem Trainingspartner zu machen. Langsam, ohne Druck, aber regelmäßig. Jeden Tag ein paar Stufen mehr. Nach einigen Wochen stieg er wieder mit festem Schritt. Nicht nur die Beine wurden stärker, auch das Vertrauen in sich selbst. Treppensteigen ist mehr als Fortbewegung. Es ist ein stilles Gespräch zwischen Körper und Herz. Wenn Sie dieses Gespräch führen können, ohne zu stocken, dann sind Sie noch sehr lebendig. Probieren Sie es aus. 10 Stufen, ohne Anhalten, in Ihrem Tempo. Wenn Sie oben ankommen und noch lächeln können, wunderbar. Und wenn es schwer fällt, dann beginnen Sie genau dort. Denn mit jeder Stufe, die Sie gehen, erinnern Sie Ihren Körper daran, dass er noch kann. Eine Treppe ist kein Hindernis. Sie ist ein Weg nach oben
Und wer sie gehen kann, geht noch einen eigenen, kraftvollen Weg durchs Leben. Sie können sich an Gespräche und Ereignisse klar erinnern. Körperliche Kraft ist wichtig, aber sie allein reicht nicht, um lange und gut zu leben. Was ebenso zählt, ist geistige Klarheit. Wenn Sie sich an Gespräche erinnern können, von gestern, von letzter Woche, wenn Sie Namen behalten, sich in neuen Situationen orientieren, aufmerksam zuhören und selbst erzählen können, dann zeigt das: Ihr Geist ist wach, Ihr Denken ist stabil, Ihr Gehirn funktioniert gut. Natürlich, mit dem Alter verändert sich das Gedächtnis. Man sucht öfter nach einem Wort. Man legt den Schlüssel falsch ab. Das ist normal. Aber es ist ein Unterschied, ob man gelegentlich etwas vergisst oder ob man sich zurückzieht, weil man den Faden nicht mehr findet. Anton, 79, war nicht der lauteste in der Runde. Aber wenn er sprach, hörten alle zu. Er erinnerte sich an Details aus alten Gesprächen, löste Kreuzworträtsel mit Leichtigkeit und schaffte es, mit seinem Smartphone besser umzugehen als mancher 30-Jährige. Was er nicht wusste: sein Interesse am Lernen, seine täglichen Gespräche, seine Neugier, all das war das beste Training für sein Gehirn. Denn der Geist will gebraucht werden. Wer liest, wer redet, wer denkt, bleibt klar. Wer sich abschottet, wird stumpf. Das Gehirn ist ein Muskel. Er wird nicht durch Ruhe stärker, sondern durch Aktivität. Wenn Sie heute noch fähig sind, sich an kleine Details zu erinnern, an das Abendessen vorgestern, an das, was ein Freund am Telefon gesagt hat, dann ist das ein Zeichen innerer Gesundheit. Und wenn es Ihnen manchmal schwerfällt, kein Grund zur Sorge. Geistige Kraft lässt sich trainieren, lesen, neue Dinge lernen, Rätsel lösen, Gespräche führen, sich bewusst herausfordern, nicht um zu leisten, sondern um lebendig zu bleiben. Ein klarer Kopf ist mehr als praktisch. Er bedeutet, ich treffe meine Entscheidungen selbst. Ich gestalte mein Leben bewusst. Ich bleibe verbunden, mit mir und mit anderen. Wenn Sie heute noch mitreden, mitdenken und mitfühlen, dann ist Ihr Geist ein starker Begleiter auf Ihrem Weg durchs Alter. Sie wachen morgens ausgeruht und voller Energie auf. Schlaf ist nicht nur Ruhe, er ist Heilung, er ist Reparatur, er ist eine stille Kraft, die unser Leben verlängert, Nacht für Nacht. Wenn Sie morgens erwachen und sich wirklich erholt fühlen, nicht benommen, nicht erschlagen, sondern bereit für den Tag, dann ist das eines der deutlichsten Zeichen: Ihr Körper funktioniert. Er findet nachts zurück ins Gleichgewicht. Mit zunehmendem Alter verändert sich der Schlaf. Viele Menschen schlafen kürzer, leichter, unruhiger. Man wacht häufiger auf, fühlt sich am Tag müde, ohne zu wissen warum. Doch schlechter Schlaf ist kein unausweichlicher Teil des Alterns. Er ist oft ein Signal, ein Hinweis auf innere Unruhe, hormonelle Dysbalancen, unpassende Gewohnheiten. Bernhard, 74, war früher ein Tiefschläfer. Doch irgendwann wachte er jede Nacht mehrmals auf. Er fühlte sich morgens wie nach einem langen Flug, ohne je gereist zu sein. Zuerst dachte er, so ist das eben im Alter. Aber dann beschloss er, es nicht hinzunehmen. Er führte eine feste Abendroutine ein. Licht dimmen, kein Bildschirm mehr nach 20 Uhr. Ein kurzes Fenster öffnen, ein paar bewusste Atemzüge im Bett. Und nach 2 Wochen spürte er, die Nächte wurden ruhiger, die Tage klarer, die Energie kehrte zurück. Schlaf ist mehr als ein Zustand. Er ist die Basis für körperliche Gesundheit, geistige Klarheit, emotionale Stabilität. Wenn Sie gut schlafen, repariert sich Ihr Körper. Ihr Immunsystem wird gestärkt, Ihr Herz arbeitet im Rhythmus, Ihr Gehirn sortiert und verarbeitet. Fragen Sie sich selbst: Wachen Sie von allein auf oder vom Wecker? Fühlen Sie sich nach dem Aufstehen wach oder brauchen Sie Stunden, um in den Tag zu kommen? Fällt Ihnen das Einschlafen schwer? Wenn Sie auf diese Fragen mit „Ich fühle mich ausgeruht" antworten können, dann ist das ein wunderbares Zeichen. Und wenn nicht, fangen Sie klein an. Ein fester Schlaf-Wach-Rhythmus, weniger Reize am Abend, ein ruhiger, dunkler, kühler Raum. Denn wer gut schläft, lebt nicht nur länger, er lebt klarer, kräftiger, verbundener. Und wenn Sie heute noch morgens aufwachen mit dem Gefühl, ich bin bereit für diesen Tag, dann spricht Ihr Körper leise, aber deutlich: Ich bin bei dir und ich mache weiter. Blicken Sie zurück.
8 Zeichen, 8 stille Bestätigungen, dass Ihr Körper, Ihr Geist, Ihre Lebenskraft noch da sind und wirken. Wenn Sie sich in diesen Fähigkeiten wiedererkennen, vielleicht in 3, vielleicht in allen, dann dürfen Sie wissen, Sie sind auf einem guten Weg. Nicht nur, weil Sie noch können, sondern weil Sie sich nicht aufgegeben haben. Viele glauben, Altern bedeutet Verlust. Verlust an Kraft, an Tempo, an Bedeutung. Aber das Alter ist nicht das Ende. Es ist ein Übergang. Vom Müssen zum Können, vom Rennen zum Gehen, vom Leisten zum Leben. Diese 8 Zeichen sind keine Prüfungen. Sie sind Hinweise. Wenn Sie aufstehen können, gehen können, denken und fühlen können, dann lebt in Ihnen etwas, das viele längst verloren haben. Der Wille, präsent zu bleiben. Der Mut, Verantwortung für den eigenen Zustand zu übernehmen. Und auch wenn Sie heute vielleicht bei einem Punkt dachten, das kann ich nicht mehr, dann nehmen Sie genau das als Anfang. Denn Kraft lässt sich zurückholen. Gleichgewicht kann man wiederfinden. Gedächtnis lässt sich schärfen. Und Lebensenergie kann zurückkehren, wenn man ihr Raum gibt. Warten Sie nicht, bis etwas nicht mehr geht. Gehen Sie dem Leben entgegen. Mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, mit jeder bewussten Entscheidung. Denn Langlebigkeit ist kein Geschenk der Gene. Sie ist ein Ergebnis der Haltung. Und wenn Sie heute bewusst zuhören, sich selbst beobachten und bereit sind, in Bewegung zu bleiben, dann haben Sie mehr gewonnen, als jede Statistik je erfassen kann. Danke, dass Sie sich dieses Video bis zum Ende angesehen haben. Wenn es Ihnen geholfen hat, neue Perspektiven zu gewinnen, zum Nachdenken angeregt hat oder einfach innerlich berührt hat, teilen Sie es gern mit einem Menschen, der Ihnen am Herzen liegt. Und wenn Sie mehr Inhalte wie diese sehen möchten, hinterlassen Sie ein Gefällt mir, einen Kommentar und abonnieren Sie den Kanal. Ihre Unterstützung hilft uns zu wachsen und Videos zu gestalten, die wirklich etwas bewirken. Schreiben Sie in die Kommentare, welcher Gedanke aus diesem Video war für Sie besonders bedeutend. Sie haben noch Zeit. Zeit, um zu wachsen. Zeit, um sich zu verbinden. Zeit, um bewusst, klar und würdevoll zu leben.